Heute befasse ich mich mit der Besteuerung von Einkommen von in Georgien ansässigen Unternehmern, die eine LLC in einem anderen Land, beispielsweise in den USA, betreiben. Der Fokus wird auf der Relevanz des Ortes der Leistungserbringung für die Steuerpflicht liegen. Georgien hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Wohnsitz für Unternehmer und Expats entwickelt, nicht zuletzt dank seines territorialen Steuersystems. Dieses System besagt vereinfacht, dass in Georgien ansässige natürliche Personen nur ihr in Georgien erzieltes Einkommen versteuern müssen, während Auslandseinkünfte steuerfrei bleiben. Doch Vorsicht! Auslandseinkünfte sind enger definiert, als man denken mag. Entscheidend ist nämlich der Ort der Leistungserbringung bzw. der Wertschöpfung der Einkünfte. Im Folgenden erläutere ich, wie Einkünfte von in Georgien ansässigen Unternehmern zu behandeln sind, die ihr Business über eine LLC im Ausland, beispielsweise in den USA, betreiben. Durch praxisnahe Beispiele werde ich verdeutlichen, warum trotz Territorialbesteuerung viele vermeintliche Auslandseinkünfte in Georgien steuerpflichtig sein können. Dabei stütze ich mich auf den georgischen Textcode und einschlägige Expertenkommentare. Rechtliche Grundlagen der georgischen Territorialbesteuerung. Nach georgischem Recht unterliegen ansässige natürliche Personen grundsätzlich der Einkommensteuer auf ihr weltweites Einkommen. Allerdings gewährt das Gesetz eine umfassende Steuerbefreiung für Auslandseinkünfte. Einkünfte einschließlich Gewinne, die von einer ansässigen natürlichen Person erzielt werden und nicht zu den georgischen Einkünften zählen, sind von der Einkommensteuer befreit. Artikel 82 Absatz 1 Buchstaben U GTC. Dadurch wird das Territorialprinzip effektiv umgesetzt. Alles, was nicht aus einer georgischen Einkommensquelle stammt, bleibt steuerfrei. Entscheidend ist also die Abgrenzung, welche Einkünfte als georgische Quelle gelten und welche als ausländisch. Diese Definition liefert uns Artikel 104 GTC. Ausländische Einkünfte sind solche, die durch Aktivitäten in Georgien erwirtschaftet werden, ungeachtet dessen, woher die Zahlung kommt. Auslandseinkünfte sind alle Einkünfte, die nicht unter die in Artikel 104 GTC aufgezählten georgischen Quellen fallen. Im Umkehrschluss bedeutet das, viele Einnahmen, die auf den ersten Blick als aus dem Ausland stammen, zum Beispiel weil der Kunde oder das Konto im Ausland ist, können dennoch steuerpflichtig in Georgien sein, wenn die zugrunde liegende Leistung von Georgien aus erbracht wurde. Der georgische Gesetzgeber stellt also klar, dass es unerheblich ist, wohin oder auf welches Konto das Geld fließt. Weder der Zahlungsweg noch der Ort des Geldeingangs entscheiden über die Steuerfreiheit. So bestimmt Artikel 104 Absatz 2 GTC ausdrücklich: Für die Bestimmung der Einkommensquelle ist der Ort des Erhalts des Betrags ohne Belang. Mit anderen Worten, auch wenn die Einnahmen nie auf ein georgisches Bankkonto gelangen, bleiben sie steuerpflichtig, sofern es georgische Einkünfte sind. Dieses Missverständnis, Gelder einfach im Ausland zu belassen, ist unter Neuankömmlingen weit verbreitet. Aber das Gesetz lässt hier keinen Interpretationsspielraum. Ort der Leistungserbringung: Wann gelten Einkünfte als in Georgien erzielt? Der Ort der Leistungserbringung, also der Wertschöpfungsort, ist der zentrale Faktor, um Einkommen steuerlich einzuordnen.
Artikel 104 Absatz 1 GTC zählt verschiedene Inlandseinkünfte auf. Für Unternehmer ist besonders relevant, dass Einkünfte aus Dienstleistungen als in Georgien erzielt gelten, wenn die Leistung in Georgien erbracht wird. Konkret heißt es, Einkünfte aus der Erbringung von Dienstleistungen gelten als georgisch, wenn der Dienstleister und der Kunde in verschiedenen Staaten ansässig sind und der Dienstleister in Georgien ansässig ist. Ausnahme: Hat der Dienstleister eine Betriebsstätte im Ausland und erbringt die Dienste über diese, sodass nachweislich die Leistung im Ausland ausgeführt wurde, dann wird die Dienstleistung als nicht in Georgien erbracht gewertet. Dieser Passus verhindert, dass rein formal ins Ausland verlagerte Tätigkeit automatisch steuerfrei bleiben. Es kommt auf die tatsächliche Leistungserbringung an. Einfach formuliert: Arbeitest du von Georgien aus für ausländische Kunden, so ist dieses Honorar in Georgien steuerpflichtig. Dagegen können Einnahmen für Leistungen, die physisch außerhalb Georgiens erbracht wurden, als Auslandseinkünfte durchgehen. Diese Logik wird im Fachjargon manchmal als Wertschöpfungsprinzip bezeichnet und ist der Kern der territorialen Besteuerung. Entscheidend ist also, wo die Wertschöpfung erfolgt und nicht, woher der Auftraggeber kommt oder wohin gezahlt wird. Ein praktisches Beispiel verdeutlicht das Prinzip. Anton ist deutscher IT-Berater und hat seinen Steuerwohnsitz nach Georgien verlegt. Er betreibt eine kleine US-LLC, zum Beispiel in Delaware, über die er Beratungsdienstleistungen an Kunden in Deutschland und den USA erbringt. Seine Kunden überweisen die Honorare auf das Bankkonto der LLC in den USA. Anton erbringt jedoch seine gesamte Arbeit von seinem Laptop in Tiflis aus. Aus Sicht des georgischen Steuerrechts sind diese Einkünfte nicht als Auslandseinkünfte anzusehen, sondern als georgische Einkünfte, weil die Leistung faktisch in Georgien erbracht wird. Der Umstand, dass die Rechnung von einer US-Firma gestellt wird und das Geld zunächst in den USA landet, ändert nichts daran. Entscheidend ist, dass Anton als georgischer Steuerresident die Wertschöpfung, also Programmierung und Beratung, in Georgien vornimmt. Folglich unterliegen die Gewinne aus diesen Aufträgen in Georgien der Einkommensteuer zum Pauschalsatz von 20%. Das georgische Recht illustriert diesen Fall sinngemäß. Erbringt eine in Georgien ansässige Person eine Dienstleistung für einen ausländischen Auftraggeber, gilt das Entgelt dennoch als in Georgien erzielt. So wäre zum Beispiel auch ein georgischer Übersetzer, der für eine französische Firma arbeitet und das Honorar aus Frankreich erhält, mit diesem Einkommen in Georgien steuerpflichtig. Erst wenn Anton einen Teil seiner Tätigkeit tatsächlich außerhalb Georgiens ausübt, könnte er entsprechende Einnahmen als Auslandseinkünfte deklarieren. Würde er zum Beispiel für ein Projekt seinen Arbeitsort temporär nach Deutschland verlagern oder über eine feste Betriebsstätte im Ausland, zum Beispiel ein Büro seiner LLC in einem anderen Land, tätig werden, könnten die dafür bezogenen Einkünfte als außerhalb Georgiens erwirtschaftet gelten und somit steuerfrei bleiben. In der Praxis ist dieser Nachweis jedoch nicht trivial und erfordert klare Dokumentation. Weiteres Beispiel: Nehmen wir Birgit, die ebenfalls in Georgien lebt und dort als Online-Trainerin gemeldet ist.
Sie bietet einmal im Monat ein bezahltes Coaching-Seminar an, das sie während einer Auslandsreise durchführt. Für die Dauer des Seminars befindet sie sich also außerhalb Georgiens. Die Einnahmen daraus könnten nach dem Territorialprinzip als Auslandseinkünfte behandelt werden und wären in Georgien steuerfrei, da die Leistungserbringung nachweislich nicht in Georgien stattfand. Dieses Beispiel zeigt, dass es bei grenzüberschreitenden Aktivitäten durchaus Gestaltungsspielraum gibt, aber nur, wenn der Leistungsort tatsächlich außerhalb Georgiens liegt. Steuerliche Fallstricke einer Auslands-LLC. Viele Expats greifen zur Gründung einer ausländischen Kapitalgesellschaft, zum Beispiel einer US-LLC, in der Hoffnung, ihre Einkünfte damit ins Ausland zu verlagern und der georgischen Besteuerung zu entziehen. Doch hier ist Vorsicht geboten. Eine Auslandsgesellschaft schützt nicht per se vor georgischer Steuerpflicht, wenn die Geschäftstätigkeit de facto von Georgien aus erfolgt. Georgien kennt zwar derzeit keine speziellen CFC-Regeln, CFC steht für Controlled Foreign Company, aber das bedeutet nicht, dass man eine Offshore-Firma straffrei aus Georgien heraus steuern kann. Im georgischen Steuerrecht existieren allgemeine Bestimmungen zum Ort der Geschäftsleitung und zur Betriebsstätte, die eine ähnliche Funktion erfüllen. Artikel 28 GTC definiert den Place of Management of an Enterprise, also Geschäftsleitungsort, und Artikel 29 GTC den Begriff Permanent Establishment, also Betriebsstätte. Vereinfacht besagen diese: Wird eine ausländische Firma von Georgien aus geführt oder wird die hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Georgien ausgeübt, kann das Auslandsunternehmen als im Inland steuerpflichtig angesehen werden. Entscheidend ist wiederum der Ort der Wertschöpfung und Unternehmensführung. Findet diese in Georgien statt, so sind die dadurch generierten Gewinne in Georgien zu versteuern, und zwar unabhängig davon, wo die Gesellschaft rechtlich gegründet wurde. Für Anton bedeutet das konkret: Leitet er seine US-LLC ausschließlich von Georgien aus und erbringt alle Leistungen selbst vor Ort, behandeln die georgischen Behörden die Einkünfte so, als hätte er sie direkt in Georgien erzielt. Tatsächlich könnten die Behörden sogar argumentieren, dass seine US-LLC eine steuerliche Betriebsstätte in Georgien begründet, da der Geschäftsführer, also Anton selbst, und die operative Tätigkeit im Inland sitzen. Die Konsequenz wäre, dass nicht nur Anton persönlich 20% Einkommensteuer auf ausgeschüttete Gewinne zahlen muss, sondern potenziell auch die Gesellschaftsgewinne der LLC der georgischen Körperschaftssteuer 15% unterworfen werden können. Zwar mag Georgien dieses Instrument bislang selten praktisch anwenden, die Gesetzeslage gibt es jedoch her. Ein weiterer wichtiger Punkt: Die Einordnung von Gewinnausschüttungen, also Dividenden, aus der eigenen Auslands-LLC. Grundsätzlich sind Dividenden aus ausländischen Unternehmen in Georgien steuerfrei. Allerdings nur, solange es sich wirklich um passive Beteiligungserträge handelt. Wenn es sich um eine One-Man-Company handelt, bei der der Gesellschafter praktisch alle Wertschöpfung selbst erarbeitet, könnte das Finanzamt auf die Idee kommen, die vermeintliche Dividende umzuqualifizieren. So warnt ein Steuerexperte, dass in Fällen, in denen der Unternehmer persönlich die Dienstleistung erbringt,
die von seiner Auslandsgesellschaft dann später verkauft werden, eine an ihn ausgeschüttete Dividende nicht als echte Dividende, sondern als Vergütung, Gehalt oder Honorar angesehen werden könnte. In diesen Fällen würde Georgien diesen Zufluss als aktives Einkommen werten und entsprechend besteuern. Zusammengefasst: Wer in Georgien ansässig ist und eine Auslandsgesellschaft, beispielsweise eine LLC, betreibt, erzielt trotz ausländischem Firmenschild in vielen Fällen steuerpflichtige inländische Einkünfte, sofern er selbst die Gesellschaft von Georgien aus führt und die Leistungen dort erbringt. Die Nutzung einer Auslands-LLC ändert nichts daran, dass das aktive Einkommen letztendlich in Georgien generiert wird. Das georgische Territorialprinzip befreit solche Einkünfte nicht von der Steuerpflicht. Gestaltungsoptionen: Substanznachweis und Vermeidung der Betriebsstätte. Bedeutet dies, dass jegliche Nutzung einer Auslandsgesellschaft sinnlos ist? Nein, nicht zwingend. Es gibt Möglichkeiten, eine Auslands-LLC steuerlich sauber in Georgien zu nutzen. Diese erfordern jedoch Substanz und Planung. Praxisempfehlungen umfassen etwa erstens reale Substanz im Ausland aufbauen, das heißt, stelle sicher, dass deine Auslandsgesellschaft eine echte Präsenz im Ausland hat. Zum Beispiel ein Büro, Mitarbeiter oder zumindest eine unabhängige geschäftliche Infrastruktur außerhalb Georgiens. Dadurch untermauerst du, dass ein Teil der Wertschöpfung tatsächlich im Ausland erfolgt. Zweitens, lokalen Geschäftsführer einsetzen. Ist es möglich, einen Geschäftsführer vor Ort im Gründungsland der LLC zu haben, gegebenenfalls ein Treuhänder, mindert das den Eindruck, dass die Geschäfte aus Georgien geführt werden. Der offizielle Managementort der Firma verlagert sich damit ins Ausland. Drittens, Entscheidungen und Tätigkeiten dokumentieren. Alle wichtigen Unternehmensentscheidungen sollten idealerweise nachweislich außerhalb Georgiens getroffen werden. Geschäftsmeetings, Vertragsabschlüsse etc. sollten im Ausland stattfinden, persönlich oder zumindest virtuell mit Protokollierung des Orts. Ebenso solltest du vermeiden, dass fixe Einrichtungen in Georgien, also Büro oder Lager, für die Auslands-LLC genutzt werden. Viertens, steuerliche Beratung einholen. Lasse dein Konstrukt von einem lokalen Steuerberater in Georgien überprüfen. Im Idealfall holst du eine schriftliche Bestätigung ein, dass die geplante Struktur im Einklang mit dem georgischen Steuerrecht steht. So bist du im Fall einer Prüfung abgesichert. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, eine Betriebsstättenbegründung in Georgien zu vermeiden und sicherzustellen, dass möglichst viel Geschäftstätigkeit tatsächlich ins Ausland verlagert wird. Sie sind insbesondere dann relevant, wenn hohe Gewinne über eine Auslands-LLC erzielt werden sollen. Ohne solche Vorkehrungen besteht das Risiko, in eine Steuerfalle zu tappen, bei der Georgien die Hand aufhält, obwohl du geglaubt hast, im Offshore-Paradies zu operieren. Passive Auslandseinkünfte. Welche Einnahmen bleiben steuerfrei? Nicht alle ausländischen Einnahmen von in Georgien ansässigen Personen sind problematisch. Tatsächlich vollkommen steuerfrei im Rahmen des Territorialprinzips sind in der Regel passive Einkünfte, die aus dem Ausland stammen und bei denen der Empfänger
keine aktive Tätigkeit in Georgien verrichtet hat, um sie zu erzielen. Hier einige typische Beispiele passiver Auslandseinkünfte, die für Georgien-Steuerresidenten steuerfrei sind. Dividenden aus ausländischen Kapitalgesellschaften, zum Beispiel Aktien einer Firma mit Sitz außerhalb Georgiens. Beispiel: Ein georgischer Resident hält Aktien eines britischen Unternehmens und erhält Dividende. Dieser Ertrag gilt als Auslandseinkommen und bleibt in Georgien steuerfrei. Eventuelle ausländische Quellensteuern sind natürlich separat zu betrachten. Zinsen auf Guthaben bei ausländischen Banken oder aus ausländischen Anleihen. Solche Zinserträge sind passiv und fallen nicht unter georgische Einkünfte. Lizenzgebühren, die für im Ausland genutzte Rechte gezahlt werden, sofern der Lizenzgeber in Georgien nicht dafür aktiv im Inland tätig war. Rentenpensionen von ausländischen Rentenkassen oder ehemaligen ausländischen Arbeitgebern. Kapitalgewinne aus ausländischen Investitionen, zum Beispiel Verkauf von Auslandsimmobilien, von Anteilen an einer ausländischen Firma oder auch Kryptogewinne, wenn die Handelsplattform und steuerliche Verortung im Ausland liegen. All diese Einnahmen haben gemeinsam, dass sie ohne aktive Arbeitsleistung in Georgien anfallen. In solchen Fällen spricht man in Georgien von ausländischer Quelle und die Einkünfte sind gemäß Artikel 82 GTC von der Besteuerung ausgenommen. Aber Achtung, die Trennlinie zwischen aktiv und passiv kann im Einzelfall verschwimmen. Wenn zum Beispiel jemand selbst als Betreiber eines One-Man-Business im Ausland fungiert, ist eine Dividende aus dieser eigenen Firma, wie erwähnt, unter Umständen nicht etwa als passive Anlage zu werten. Ebenso könnte ein regelmäßiger privater Kryptohandel von Georgien aus als aktive Tätigkeit interpretiert werden. Das georgische Gesetz enthält mit Artikel 104 Absatz 1 Buchstabe Q eine Auffangklausel: andere Einkünfte aus Aktivitäten in Georgien. Diese Klausel ermöglicht es der Steuerbehörde im Zweifel auch nicht klar zugeordnete Einkünfte als inländisch zu klassifizieren. In der Praxis gibt es hierzu zwar noch keine ausführlichen offiziellen Richtlinien oder Urteile, doch sollten Steuerpflichtige sich dieser Grauzonen bewusst sein. Im Zweifel ist es ratsam, eine konservative Einordnung vorzunehmen oder professionellen Rat einzuholen. Fazit: Georgiens territoriales Steuersystem bietet große Chancen zur Steueroptimierung, allerdings nur im Rahmen klar definierter Regeln. Der entscheidende Faktor ist die Einkommensquelle. Einkünfte, die durch Arbeit oder Dienstleistung in Georgien erzielt werden, unterliegen trotz ausländischer Rechnungsstellung der georgischen Besteuerung. Unternehmer mit Auslandsgesellschaften müssen besonders aufpassen. Allein die Existenz einer LLC beispielsweise in den USA oder anderswo macht die erzielten Gewinne nicht automatisch zu steuerfreien Auslandseinkünften, wenn die Substanz der Geschäftstätigkeit in Georgien liegt. Der Ort der Leistungserbringung bleibt für die Besteuerung maßgeblich. Das ist der Grund, warum das Territorialprinzip hier keine völlige Steuerfreiheit für Auslandseinkünfte garantieren kann, sobald eine aktive Tätigkeit im Inland erfolgt.
In der Praxis bedeutet das für Expats in Georgien: Man kann durchaus von der Steuerfreiheit passiver Auslandsinvestitionen profitieren und so zum Beispiel Kapitaleinkünfte steuerfrei beziehen. Möchte man jedoch aktives Einkommen steuerfrei stellen, reicht ein Auslandskonto oder eine Offshore-Firma alleine nicht aus. Nur wenn man die Leistung wirklich außerhalb Georgiens erbringt oder eine belastbare Auslandsstruktur, also Substanz und Geschäftsleitung etabliert, lässt sich argumentieren, dass es sich um Auslandseinkünfte handelt. Andernfalls läuft man Gefahr, später Nachforderungen des georgischen Finanzamts zu erhalten, inklusive eventueller Strafen, sollte eine Steuerhinterziehung vermutet werden. Jener Fall ist individuell. Bist du als georgischer Steuerresident grenzüberschreitend tätig oder nutzt du eine ausländische Firma, solltest du deine Situation sorgfältig analysieren lassen. Es ist ratsam, frühzeitig einen auf georgisches Steuerrecht spezialisierten Berater hinzuzuziehen und sich gegebenenfalls durch schriftliche Auskunft abzusichern. Mit klarer Planung und Beachtung des Leistungsorts kann Georgien weiterhin ein äußerst steuergünstiger Standort sein. Aber nur, wenn du die Spielregeln des Territorialprinzips richtig anwendest. Wie gehst du mit diesem Thema um? Hinterlass doch einen Kommentar. Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonim zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.